Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Simon Stein und ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Log Inventory verschiedene Auswertungen zum Thema IT-Kosten machen können. Das Ganze wird wie folgt ablaufen. Ich erkläre kurz ein paar Sachen zur Agenda, was ich heute vorhabe, was wir uns gemeinsam anschauen werden, und dann geht es eigentlich auch schon los. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen, wie immer. Gerne einfach da was reinfragen. Wenn es zum Thema passt, versuche ich dann direkt darauf einzugehen. Ansonsten habe ich gegen Ende noch ein paar Minuten reserviert, wo wir uns dann Fragen widmen können. Es wird eine Aufzeichnung vom heutigen Termin geben. Das heißt, Sie können sich das Ganze dann vermutlich ab nächste Woche bei YouTube anschauen. Link finden Sie bei uns im Blog oder auf der Homepage. Und ja, was ist noch wichtig? Es gibt heute ein paar Dashboards und Dokumente, die ich im Laufe des Webinars zeigen bzw. erstellen werde. Die können Sie auch alle downloaden. Die habe ich nämlich schon hochgeladen in unser GitHub-Repository. Ich werde auch noch mal zeigen, wo Sie das genau finden. Also da müssen Sie jetzt nicht live mitklicken oder sowas, sondern wir werden das entsprechend dann dort zeigen können. Jitka, du bist jetzt gerade hier auch noch reingekommen. Ich schalte dich mal stumm. Und am besten machst du deine Kamera auch noch aus, dass wir dich da nicht auch noch doppelt sehen. Genau. Gut, also, was haben wir heute vor? Wir schauen uns an einerseits Auswertungen zum Thema Hardwarekosten, sprich, wie kann man da auswerten, welche Geräte müssen erneuert werden, was wird auf einen da an Hardwarekosten zukommen, sei es gescannbare Geräte, aber auch händisch angelegte Geräte. Da habe ich verschiedene Auswertungen vorbereitet, dass wir also sehen, wie wird der Investitionsbedarf aussehen. Dann werden wir uns verschiedene Themen rund um Lizenzmanagementprodukte anschauen, wie man Lizenzkosten zu Abteilungen zuweisen kann, zu Nutzern zuweisen kann, je standortbezogen Auswertungen machen kann, wie man Vorhersagen machen kann mit Hilfe von Log Inventory, welche Lizenzkosten in Zukunft auf einen zukommen werden. Und gegen Ende werden wir uns dann noch einen Report anschauen, bei dem wir die Sachen zusammenfassen, dass wir also so eine Total Cost of Ownership Betrachtung quasi haben, wo man sieht, ja, was kommt denn oder was verursachen die Nutzer generell für Kosten, sei es hardwarebezogen, aber auch softwarebezogen. Natürlich müssen wir dazu ein paar Annahmen treffen, das werde ich dann erklären. Wie gesagt, am Ende gibt es dann noch eine Fragerunde und den Link zu dem Dashboards Download, den werde ich dann auch nochmal hier auch in den Chat schicken, und der wird natürlich dann auch im Nachgang nochmal veröffentlicht sein. Gut, das wäre es so zum Organisatorischen, und damit würde ich auch direkt mal loslegen und meinen Bildschirm teilen. Das wäre jetzt hier das Fenster. Ich organisiere mir das mal ein bisschen um, dass ich da ein bisschen näher dran komme, und dann schauen wir uns da mal ein paar Sachen an. Also, zunächst geht es um das Thema Hardwarekosten. Damit wir da loslegen können, muss ich erst ein paar Voraussetzungen mal klären, denn irgendwoher müssen wir Informationen dazu haben, was die Dinger denn überhaupt kosten etc. Und zwar haben wir es ja standardmäßig so, dass bei jedem Gerät hier irgendeine Modellbezeichnung ausgelesen wird. Das ist immer dieser Hardware Product Name, und ein Hersteller wird da entsprechend natürlich auch ausgelesen. Wir haben jetzt die Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit, hier an den jeweiligen Geräten irgendwelche Preise zu hinterlegen. Das zeige ich auch gleich nochmal. Ich bin in dem Fall jetzt hier aber anders vorgegangen und habe stattdessen an den jeweiligen Modellen zwei Eigenschaften neu hinzugefügt, nämlich die Eigenschaften Wiederbeschaffungswert und Erneuerungszyklus. Wie macht man das? Ganz einfach. Man geht hier auf die Asset-Modell-Abfrage und hat dann hier rechts an der Seite die Möglichkeit, die eigenen Eigenschaften einzuklappen. Wenn ich jetzt hier bin, vergebe ich also nicht einem Gerät konkret eine Eigenschaft, sondern diesem Modelltyp, dass ich also sage, okay, dieser HP-Monitor, der kostet mich, wenn ich den ähnlich wieder neu beschaffen wollen würde, 510 Euro, und
müsste nach 6 Jahren erneuert werden. Das ist eine ganz wichtige Basis, diese Infos, die ich hier eingetragen habe, die werden wir in fast allen Auswertungen dann brauchen. Ich zeige jetzt einfach mal, wie man das machen könnte. Also hier ist einfach definiert, dass es diese Eigenschaften gibt und das eingestellt Wiederbeschaffungswert ist eine Kommazahl und die soll als Währung formatiert sein. Das stellt man hier unten ein und dann gibt es noch den Erneuerungszyklus, auch der ist eine Kommazahl, der soll als Jahre formatiert sein. Und dann ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich hier hingehen könnte, wenn ich da sehe, es gibt hier noch irgendwo einen Monitor, bei dem ich noch nichts eingetragen habe und behaupte jetzt einfach mal, dieser Monitor hätte einen Wiederbeschaffungswert von 400 € und wir wollen den nach 6 Jahren spätestens rausschmeißen. Dann trage ich hier einfach diese beiden Zahlen ein und dann, wenn ich das hier aktualisiere, dann steht hier auch dieser Wert entsprechend mit drin. Da wir ja die Relation in der Datenbank zwischen Gerät und Modellbezeichnung haben, kann ich dann nämlich später auch bei Geräten diese Werte verwenden, um zu sehen, ja, was wäre denn der Wiederbeschaffungswert dieses Gerätetyps. Da sieht man jetzt zum Beispiel von diesem Maustyp MX Master 3S, da habe ich in meiner Datenbank 49 Stück drin. Dann müsste ich nicht an 49 Geräten einzeln diesen Wert 75 € und 4 Jahre hinterlegen, sondern habe das hier an der zentralen Stelle hinterlegt. Ich zeige das jetzt noch mal kurz, dass das natürlich auch ginge, wenn ich das anders machen möchte. Ich könnte hier auf die eigenen Eigenschaften eines Assets gehen und hier eine neue Eigenschaft, Wiederbeschaffungswert, mir anlegen und dann halt hier eintragen, das soll eine Kommazahl sein und die soll als Währung formatiert sein. Dann habe ich jetzt auch hier diese Eigenschaft zur Verfügung, könnte dann die auch in meinen Reporten verwenden, müsste es dann aber für jedes Gerät einzeln eintragen. So, was wir dann auch noch brauchen für diverse Auswertungen jetzt gleich, ist eine Information, wie alt denn das jeweilige Gerät ist. Dazu gibt es im Log Inventory Standardfelder, die man dafür nutzen könnte. Sie könnten aber natürlich auch eigene Felder anlegen, genau wie ich jetzt hier einen Wiederbeschaffungswert angelegt habe, könnte ich an jedem Gerät ein Kaufdatum hinterlegen, wenn ich die Geräte kaufe und zum Beispiel nicht lease. Ich bin jetzt hier aber anders vorgegangen, denn im Log Inventory gibt es an jedem Gerät standardmäßig ein Created Datum. Dieses Datumswert gibt an, wann das Gerät das erste Mal durch Log Inventory erfasst worden ist. In dem Fall bei mir jetzt hier im Januar 2022. Das ist ein Wert, den Sie aber ändern können. Ich könnte jetzt hier dann ändern und sagen, ach nee, der wird doch nicht am 31.01. gekauft, sondern schon am 11.01. Ja, und dann trage ich hier einfach einen anderen Wert ein und dann wird der in Zukunft für meine Auswertung verwendet werden, bei welchen ich das Created Datum referenziere. Das Created Datum würde Ihnen also nicht sonderlich weit helfen, wenn Sie jetzt heute frisch anfangen, eine neue Datenbank anzulegen und heute das erste Mal scannen, dann werden die alle den heutigen Datumswert als Created Datum haben. Das macht dann Sinn, wenn Sie schon längere Zeit Log Inventory im Einsatz haben. Ansonsten könnten Sie jetzt natürlich auch hingehen und diese Werte nachträglich anpassen. Ein anderer Datumswert, den wir auch verwenden könnten, wären Garantieinformationen. Da muss ich noch mal ganz kurz ausholen dazu, denn wir haben ja unter Extras hier die Möglichkeit, Garantiedaten online abzurufen für verschiedene Hersteller, die das unterstützen. Was mich da besonders freut, seit dem letzten Update 2026 1.2 unterstützen wir da auch wieder HP. Das heißt, Sie können auch von Hewlett Packard da wieder entsprechend die Garantieinformationen abrufen. Das geht also für die Hersteller, die dort eine entsprechende Schnittstelle bieten. Und da ist jetzt HP wieder mit dabei. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel hier bei dem Gerät, ich mache das mal ein bisschen größer, habe ich hier irgendwie ein Startdatum der Werksgarantie aus dem Jahr 2019 und ein Ablaufdatum aus dem Jahr 2022. Dann weiß ich also, wie alt dieses Gerät vermutlich ist, wenn die Garantiedaten dort stimmen. Ich könnte natürlich auch hingehen und hier selbst was eintragen, wenn ich wüsste, okay, bei Philips können die Daten nicht abgerufen werden, ich weiß aber, wann das Gerät gekauft wurde und was das für eine Garantie hat, könnte ich hier eintragen. Generell gilt für alle Werte, wo ich jetzt immer sage, das kann ich hier eintragen, dass Sie das natürlich auch per API, per CSV-Import oder ähnlichem setzen lassen könnten, wenn die Daten in anderen Systemen schon zur Verfügung stehen. Eine Sache möchte ich noch bei den Geräten, bei den Garantiedaten nochmal konkret zeigen. Ich habe mir da ein Gerät rausgesucht, wo man das ganz schön sehen kann. Hier wurden die Daten schon abgerufen bei diesem Gerät. Das ist jetzt hier in dem Fall
ein Gerät von Dell und dort habe ich dann hier mehrere Garantieeinträge zur Verfügung. Man sieht, das sind jetzt hier 3 Einträge, verschiedene Support-Level, die dort Dell offensichtlich bietet. Und da gab es hier, die haben alle am März 2024 gestartet, aber manche haben 2025 geendet und manche enden erst 2026. Um jetzt dann in verschiedenen Auswertungen verwenden zu können, wie alt ein Gerät ist, bräuchten wir den Min-Wert der Garantie, also das minimale Datum. Das kann man darstellen im Log Inventory. Wir haben das aber bewusst noch vereinfacht, dass es nämlich je Gerät 2 weitere Werte gibt, nämlich Warranty Start und Warranty End, und die werden wir jetzt auch verwenden. Warranty Start ist dabei das früheste Startdatum aller Garantieeinträge und Warranty End ist das letzte Ablaufdatum aller Garantieeinträge. Das heißt, wenn Sie da den Min- oder den Max-Wert möchten, dann können Sie das mit einer Formel machen im Log Inventory. Sie können aber auch direkt diesen Warranty Start und Warranty End verwenden. Gut, ich glaube, das war jetzt alles, was ich so an Voraussetzungen erstmal erzählen wollte. Ich habe das bewusst ausführlich gemacht und jetzt schauen wir uns das wirklich mal in Aktion an, was das jetzt konkret bedeutet, wofür man das Ganze denn verwenden kann. Dazu habe ich unter den Dashboards was vorbereitet, und zwar hier das Dashboard zum Investitionsbedarf. Da erstmal der Hinweis, wenn Sie mit dem Thema Dashboards noch nicht vertraut sind, wir hatten da ein Webinar vor 2 Monaten, die Aufzeichnung finden Sie bei uns auf der Homepage oder im YouTube-Channel, da können Sie sich das alles nochmal anschauen, denn vieles, was ich jetzt heute zeigen werde, nutzt Dashboard-Funktionalitäten, die ich jetzt nicht im Detail mehr erklären werde, sondern ich gehe jetzt davon aus, dass Sie das schon alles wissen, und ansonsten schauen Sie sich einfach da die Aufzeichnung an. So, dann gehen wir jetzt hier direkt mal in den Editor rein und ich erkläre jetzt mal ein paar verschiedene Sachen, die wir hier in dem Dashboard verwenden. Ich mache mal erstmal diese Tabelle hier groß und dann sehen wir hier ein paar Informationen: Gerätename, Typ, Inventarnummer, wann das Gerät erzeugt wurde, also was das Jahr des Created-Datums ist, über das ich ja gesprochen hatte. Dann haben wir uns hier den Erneuerungszyklus mit reingeholt, den Wiederbeschaffungswert mit reingeholt in die Tabelle und eine berechnete Spalte namens zu erneuern. Die kommt hier über die berechneten Felder, die habe ich hier angelegt. Ich gehe hier mal auf Ausdruck bearbeiten, dass wir sehen, was die genau errechnet. Und zwar nimmt die das Created-Datum und rechnet dazu den Erneuerungszyklus in Jahren, und dann kommt irgendein anderer Datumswert raus und den nehmen wir dann. Ja, und von diesem Datumswert, der dort rauskommt, lassen wir uns jetzt hier an der Stelle das Jahr anzeigen. Das ist hier festgelegt, weil hier nur auf Jahr steht. Ich könnte mir auch Tag, Monat, Jahr, das genaue Datum anzeigen. Für meine Auswertung wäre mir das zu genau. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf den Jahrwert. Hier an der Stelle, wo ich diese Berechnung habe, wann muss ein Gerät ausgetauscht werden, da könnte man jetzt natürlich auch den Garantiestart verwenden. Ich könnte den erstmal als Wert mir hier als Spalte mal mit hinzuholen, dass wir den mal zum Vergleich hier mit drin haben. Dann sieht man hier Warranty Start im Jahr, und dann, wenn man genau hinschaut, ich mache das mal direkt neben die Created-Spalte, dann erkennt man auch, dass ich jetzt größtenteils mit irgendwelchen Fantasiezahlen hier gearbeitet habe. Denn die Warranty-Start-Werte, die wurden jetzt online tatsächlich so abgerufen. Ich habe hier aber die Created-Daten einfach mal wild angepasst, dass wir da irgendwas sehen können und verschiedene Informationen zur Verfügung haben, damit das ein bisschen aussagekräftiger ist, was ich hier zeige. Denn Warranty Start, sieht man jetzt ja hier, habe ich längst nicht bei allen Geräten, sondern nur bei einigen. Ich müsste also irgendwo was nachpflegen, wenn ich das von jedem Gerät haben möchte. Es sei denn, ich habe nur Geräte in meiner Datenbank, die von den unterstützten Herstellern sind, wo ich diesen Datumswert verwenden könnte. Ich könnte jetzt natürlich auch dieses zu erneuern Datum anpassen, dass das anders berechnet wird, wenn ich hier nochmal den Ausdruck bearbeite. Hier wird jetzt ja mit dem Created-Wert gerechnet. Wenn ich stattdessen hier Doppelklick einfach mache und Warranty Start, dann würde der jetzt hier mit dem Warranty Start an der Stelle rechnen und zudem den Erneuerungszyklus mit hinzurechnen. Ich gehe jetzt hier aber mit Abbrechen wieder raus, weil ich das in der Form nicht haben möchte, und mache auch hier Abbrechen, dass wir die Tabelle wieder so haben, wie es davor war. Jetzt schauen wir uns erstmal ein paar Sachen an, um hier sehen zu können, was uns hier dargestellt wird.
Und zwar ein Diagramm, wo wir unten einen Zeitverlauf haben, links und rechts zwei Achsen. Einerseits die Anzahl der Geräte, die ausgetauscht werden muss, das sind die blauen Balken. Andererseits den jeweiligen Wiederbeschaffungswert, sprich wie viel Geld muss dafür insgesamt ausgegeben werden. Und dann sehe ich hier, was da in den nächsten Jahren auf mich zukommen wird. Zum Beispiel im Jahr 2032 27.800 Euro. Da habe ich einige Geräte oder gar nicht mal so viele Geräte zu erneuern, aber recht teure Geräte. Im Jahr 2029 müssen viele erneuert werden, aber die kosten mich nur 5.000 Euro. Sehe ich also hier, wenn ich das da entsprechend mal groß mache, genauso könnte ich mir das hier je Typ anschauen, auf welchen Gerätetyp entfallen denn da welche Kosten. Ich habe gar nicht so viele Notebooks in meiner Datenbank, die verursachen aber einen Großteil der Erneuerungskosten, die bei mir anstehen würden. Was ich hier in den Diagrammen natürlich auch immer machen kann, ist auf irgendwas konkret drauf zu klicken. Zum Beispiel jetzt hier, wenn ich auf das Jahr 2032 klicke, sehen Sie hier oben ist auf 2032 gefiltert, dann sehe ich nur noch, welche Gerätetypen müssen im Jahr 2032 erneuert werden. Ich sehe das jetzt nur noch diese Geräte hier oben in meiner Tabelle, habe aber hier unten auch diese Pivot-Tabelle, wo ich das Ganze auch sehen kann. Ja, ich kann hier die Filter auch entsprechend wieder entfernen, wenn ich da drauf klicke, oder mir nur anschauen, welche Mäuse müssen denn alle ausgetauscht werden, was kommt da an Kosten auf mich zu, dann sehe ich hier, wann da was fällig sein wird. Das Ganze funktioniert hier mit den Klicks jeweils, weil wir ja diese Option mehrere Masterfilter im Dashboard aktiviert haben, von dem ich auch im letzten Webinar gesprochen hatte. Gut, was können wir jetzt hier noch machen? Wir können das natürlich noch weiter modifizieren oder noch zusätzliche Sachen hinzufügen. Ich könnte jetzt hier beispielsweise anpassen, dass ich anstatt meiner Eigenschaft Standort hier noch was anderes zu sehen bekomme, nämlich von welchem Gerätetyp habe ich denn wie viele. Wenn ich das hier einfach haben möchte, dann ziehe ich halt das hier hin und dann hätte ich hier nur noch die Gerätetypen. Ja, das ist eigentlich das gleiche wie hier unten, nur hier habe ich die Jahre nicht mit dabei. Also so, Sie wissen, Sie können das alles frei anpassen oder sich natürlich einfach noch irgendwo ein neues Tortendiagramm einfügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Hersteller noch filtern möchte, Hardware Product Manufacturer, ziehe ich mir den beim Argument hin. Und beim Wert möchte ich dann wieder meinen Wiederbeschaffungswert haben, die Summe davon. Das heißt, ich nehme hier die eigene Eigenschaft, die ich bei dem Hardware Product hinterlegt hatte, ziehe mir das hier hin. Der bildet mir dann hier automatisch standardmäßig die Summe. Ich könnte ja auch eine andere Aggregatsfunktion verwenden. Und damit ich das dann überall verwenden kann, kann ich hier wieder mehrere Masterfilter aktivieren. Dann ist es so, wenn ich das jetzt hier mal groß mache, könnte ich jetzt hier auf irgendeinen Hersteller filtern und sagen, was muss von Apple denn alles erneuert werden und wann. Dann sehe ich nur im Jahr 2030, da müssen diese ganzen iPhones hier ausgetauscht werden. Ja, also so können Sie das alles völlig frei anpassen. Könnt natürlich auch noch irgendwelche anderen Regeln hier einfügen, wenn ich sage, ich möchte bei kritischen Geräten, die auf jeden Fall in einem gewissen Jahr tauschen. Bei nicht so kritischen Geräten kann das vielleicht noch 1, 2 Jahre später erst gemacht werden. Dann könnte ich ja meine zu erneuern Formel modifizieren, dass die abhängig von irgendwelchen Werten, eigenen Eigenschaften noch 2 Jahre dazu rechnet, irgendeine Grace Period oder ähnlichem. Genau, das wollte ich noch zeigen. Was ist noch vielleicht relevant? Wenn wir dann das Ganze dann hier angepasst haben, dann können wir uns das Ganze natürlich auch im Web wiederum anschauen. Ja, da mache ich mal das Login-Inventory klein und öffne hier mal den Webbrowser. Wenn ich jetzt hier in meine Dashboards reingehe und mir dann mal das anschaue, dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel mein Investitionsbedarf-Dashboard. Hatte ich jetzt hier vorhin schon veröffentlicht, deswegen ist jetzt hier das gerade angepasste noch nicht mehr drin. Aber hier wissen Sie, da können Sie genauso filtern, suchen, sortieren, hier auf einen Standort gehen oder ähnlichen und das anpassen. Und was man hier auch machen kann, ist hier rüber diesen Dashboard-Link sich generieren bzw. in die Zwischenablage zu kopieren. Das habe ich jetzt mal gemacht. Wenn ich den hier mal öffne, dann habe ich hier das Dashboard sozusagen im Fullscreen und habe die Möglichkeit natürlich auch hier irgendwelche Anpassungen zu machen, groß machen, klein machen, filtern oder hier oben auch verschiedene Exporte vorzunehmen, wenn ich das für irgendwelche Besprechungen haben möchte und da irgendwas von exportieren will.
Gut, eine Sache möchte ich noch zeigen, nicht, dass ich das vergesse, nicht, dass Sie sich da wundern. Ich lösche jetzt erstmal einerseits dieses Diagramm hier wieder raus. Andererseits habe ich in dieser Diagramm generell in der Datenquelle einen Filter eingefügt, nämlich, dass ich keine virtuellen Maschinen hier drin haben möchte. Die fallen bei mir alle raus, weil da geht es ja nicht um Hardware, die ausgetauscht werden muss. Das heißt, in meinem kompletten Diagramm habe ich diesen Filter hier definiert. Gut, das wäre das, was ich zum Thema Hardware-Investitionsbedarf zeigen wollte. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Themengebiet. Hier geht es jetzt um das Thema der Lizenzkosten. Auch dafür gibt es erst ein paar Voraussetzungen, die ich kurz zeigen muss, damit wir da sinnvolle Auswertungen machen können. Und da schauen wir uns im Lizenzmanagement mal ein paar Produkte an. Hier müssen nämlich Produkte angelegt worden sein und Lizenzen hinzugefügt worden sein, weil ich an denen ja irgendwelche Preise eintragen kann. So habe ich zum Beispiel hier mein Adobe Creative Cloud Pro Abo hinzugefügt, wo ich sehe, welche Nutzer sind das jeweils, die alle eine Lizenz verbrauchen. Bei mir insgesamt 90 Nutzer verbrauchen eine Lizenz und ich habe hier 91 Abos eingetragen und bei den Abos sind hier jährliche Kosten hinterlegt und die werden dann eben in den ganzen Auswertungen gleich verwendet werden können. Das nächste, was ich hier angepasst habe im Lizenzmanagement, ist, dass ich die verschiedenen Produkte, die hier angelegt wurden, in Kategorien gepackt habe. Das heißt, ich habe bei den Produkten eine neue eigene Eigenschaft definiert, hier rechts zu sehen, namens Software-Kategorie. Da gibt es verschiedene Ausprägungen bei mir, sieht man ja hier, wenn ich danach mal sortiere, Kreativsoftware, Standardsoftware, Anwendungsentwicklungssoftware, Controlling etc. Die werde ich also auch dann verwenden können und da könnte ich also hingehen und hier sagen, Power BI Pro, das packe ich in eine andere Kategorie, schreibe hier einen anderen Wert rein, dann würde das woanders zugeordnet werden. Okay, was ist noch wichtig für die Auswertungen? Wir gehen jetzt vielleicht erstmal in ein Dashboard rein und dann erkläre ich da gleich noch ein paar Sachen. Da sind nämlich auch ein paar Annahmen getroffen worden. Und zwar geht es jetzt hier um dieses Dashboard der jährlichen Lizenzkosten, wo ich je Kategorie, je Hersteller, je Produkt oder je Abteilung, dazu werde ich auch noch gleich was erklären, verschiedene Auswertungen machen kann. Wir gehen jetzt erstmal in den Editor rein. Denn hier ist etwas geschehen, was vielleicht nicht ganz so straightforward ist. Deswegen möchte ich das einmal erklären. Und zwar wurde ausgewählt, dass die Basistabelle dieses Dashboards zunächst einmal User ist. Aber dann wurde hier in dem Dropdown-Menü noch eine weitere Navigation ausgewählt, nämlich User.SoftwareProducts. Software Products sind die Produkte, die zum Lizenzmanagement hinzugefügt wurden. Und wenn ich User.SoftwareProducts auswähle, dann habe ich die Relation zum Benutzer, könnte mir von dem jeweiligen Benutzer, der Verbraucher im Lizenzmanagement ist, verschiedene Sachen anzeigen lassen, wie zum Beispiel seine Telefonnummer, seine Company oder sein Department. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und ich kann mir von dem Produkt, das ich im Lizenzmanagement hinzugefügt habe, verschiedene Sachen auswählen. Also Name des Produkts, Metrik, wie viele Lizenzen zur Verfügung stehen oder was da insgesamt an Summen an Annual Costs hinterlegt worden ist. Gut, was haben wir noch gemacht? Ich habe hier noch zwei berechnete Felder wieder mit drin. Und zwar einerseits das Feld der Kosten pro Verbraucher. Das schauen wir uns gleich mal noch genauer an. Auch hier gehe ich auf den Ausdruck bearbeiten und dann sieht man, was hier errechnet wird. Nämlich werden da zwei Sachen durcheinander geteilt. Die jährlichen Kosten, also genau diesen Wert, den ich vorhin bei einzelnen Lizenzen hinterlegt habe, die insgesamt an dem Produkt hinterlegt worden sind, wird geteilt durch die Anzahl der verfügbaren Lizenzen. Damit weiß ich dann, was kostet mich eine Lizenz und dieser Wert, der wird dann nochmal genommen mit der Anzahl, wie viele Lizenzen verbraucht denn der jeweilige Nutzer. Das ist jetzt hier, sage ich mal, der Ordnung halber hinzugefügt worden, denn im Normalfall würde es bei allen Pro-User-Produkten so sein, dass ein Nutzer eine Lizenz verbraucht. Da wir jetzt später uns noch pro Geräte
Produkte anschauen werden. Da ist es dann so, dass auch ein Gerät mal mehrere Lizenzen verbrauchen kann. Beispielsweise beim Thema Windows Server verbraucht ein Windows Server vielleicht mal 16 Core-Lizenzen. Das heißt, ich muss dann, wenn ich wissen möchte, wie viel Kosten verursacht dieser Server, nicht nur wissen, was eine Lizenz kostet, sondern was kosten die Lizenzen, die der verbraucht, zum Beispiel mal 16 genommen. Deswegen ist hier auch diese Consumed, dieser Wert hier mit mal genommen worden. Das habe ich also der Vollständigkeit halber hier auch bei den User-Produkten schon so gemacht, macht aber keinen Unterschied, wenn ich mal 1 rechne, dann kommt da auch der gleiche Wert bei raus. Aber wo sehen wir das uns mal, können uns das mal anschauen, ganz schön, wenn ich hier auf das Microsoft 365 E3 mal filtere, dann sieht man hier, insgesamt wurden dort Annual Cost 22.900 € hinterlegt, verfügbare Lizenzen sind 230 €. Dann 22.900 durch 230 ergibt 99,70 €. Das wären dann meine Kosten pro Verbraucher und Jahr, in dem Fall, weil es ja immer jährliche Kosten sind. Und was wir aber auch noch hier drin haben, ist eine andere Berechnung der effektiven Lizenzkosten pro Verbraucher. Wenn wir uns die einmal anschauen, das ist die Formel hier oben, dann sieht man, hier werden die Annual Costs geteilt durch die insgesamt verbrauchten Lizenzen. Und dann kommt da vielleicht eine andere Zahl, warum auch wieder mal genommen mit Consumed. Das können wir uns genau anschauen hier bei dem Beispiel. Da ist jetzt eingetragen worden, wir haben von Microsoft 365 E3 insgesamt 230 Lizenzen zur Verfügung, haben aber nur 208 Nutzern aktuell eine Lizenz zugewiesen. Also mehr gekauft, als wir eigentlich brauchen würden. Wenn ich dann meine insgesamten Ausgaben 22.900 durch 208 teile, dann kommen in dem Fall die effektiven Lizenzkosten von 110 € pro Verbraucher rum. Ist jetzt alles natürlich mit einer gewissen Unschärfe versehen. Ist die Frage, wie Sie das selbst, wenn Sie das so nutzen wollen, zuordnen zu den jeweiligen Nutzern. Muss ein Nutzer auch dafür zahlen, wenn Sie insgesamt zu viel gekauft haben, weil Sie da noch einen Vorrat machen? Wenn Sie das eben verrechnen, was die jeweiligen Kosten pro Nutzer sind, dann wäre es Richtige, mit den effektiven Lizenzkosten alle Auswertungen zu machen. Wenn Sie sagen, nee, da kann ja der Nutzer nichts dafür, dass hier 230 und nicht nur 208 Lizenzen gekauft wurden, dann können Sie einfach mit den Kosten pro Verbraucher rechnen. Hier in meinen Diagrammen habe ich jetzt in dem Fall jeweils die effektiven Lizenzkosten genommen. Das steht hier jeweils auch groß in Blau mit dabei. Und das sieht man einfach hier, wenn wir uns die Diagramme anschauen. Je Kategorie, je Hersteller, je Produkt, je Abteilung, die sind quasi genau gleich alle. Hier oben steht effektive Lizenzkosten und hier einfach nur unterteilt nach dem Department, unterteilt nach dem Namen des Produktes, unterteilt nach dem Herstellernamen oder nach der Softwarekategorie, die wir vorhin angelegt hatten, beziehungsweise wo ich drüber gesprochen hatte. Wenn ich das umstellen wollen würde, nehme ich einfach die Kosten pro Verbraucher, ziehe mir die hier hin und dann hätte ich hier die Kosten pro Verbraucher oder eben wieder die effektiven Lizenzkosten. Deswegen können Sie die Diagramme ja alle frei anpassen, um da entsprechend das so auswerten zu können, wie Sie es gerne hätten. Schauen wir uns das mal konkret an, was wir jetzt hier machen können. Wir sehen hier unten die jeweiligen Produkte, in welcher Kategorie die sind, wer die Nutzer sind, in welcher Abteilung die Nutzer sind. Diese Information stammt aus dem Active Directory. Da können wir mal kurz in die AD-Daten reinschauen. Die Voraussetzung ist also, dass Sie das AD dort haben erfassen lassen und dann sehe ich jetzt hier zu meinen ganzen Nutzern, der ist im IT, die ist im Development, der Nutzer hier ist in der Sales Department, da stehen diese ganzen Werte drin und die verwende ich für meine Auswertung. Entweder On-Premises AD oder Azure AD können Sie das scannen. Wenn bei Ihnen diese Werte gepflegt sind, dann können Sie das nutzen für die Gruppierung. Wenn Sie andere Werte gepflegt haben, sei es Company oder OU oder irgendwas, dann können Sie das natürlich auch verwenden, um in dem Fall OU-bezogen irgendwelche Auswertungen zu machen. Das wäre natürlich genauso möglich. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier wieder zurück in mein Dashboard, um das mal nochmal anzuschauen.
Da hätten wir dann eben die Möglichkeit hier zu sehen, okay, welche Kategorie von Software verursacht denn wie viele Kosten. Natürlich kann ich da auch wieder was anklicken, wenn ich sage Anwendungsentwicklung. Das sind bei mir nur die ganzen Visual Studio Enterprise Lizenzen und die verwendet bei uns nur die Development Abteilung und das kostet 78.000 Euro effektiv. Die Zahl sehe ich auch hier unten. Wenn ich jetzt nur die Kosten pro Verbraucher haben möchte, dann wären es nur 76.500 Euro. Also da sind offensichtlich auch ein paar mehr Lizenzen gekauft worden. Man sieht 52 verfügbar, aber nur 51 consumed. In dem Fall unterscheiden sich dann also diese beiden Werte. Ja, ich könnte natürlich hier auch auf den Hersteller filtern und schauen, was haben wir von Adobe alles gekauft oder was wurde von Microsoft gekauft, welche Abteilungen nutzen da welche Sachen und da kann man natürlich auch an mehreren Stellen filtern. Wenn ich jetzt nur die Microsoft-Produkte der HR-Abteilung sehen möchte, dann sehe ich, das ist hauptsächlich Power BI Pro, was hier Kosten verursacht und noch ein bisschen 365 E3. Ja. Jetzt schaue ich mal gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu zeigen. Ja, eine Sache möchte ich noch hervorheben, nämlich wo man auch die Unterschiede zwischen Kosten pro Verbraucher und effektiven Lizenzkosten sehen kann. Das sind nämlich die Einsparpotenziale, die standardmäßig im Log Inventory bei den jeweiligen Produkten auch schon errechnet werden. Das können wir uns hier mal konkret anschauen. Da ist es so, beim 365 E3 sind insgesamt 230 Lizenzen gekauft worden, nur 208 Verbraucher, 22 also übrig. Wir sind also überlizenziert, hätten uns 9,5% unserer Ausgaben einsparen können. Und das sind einerseits hier dieses Abo kostet mich jährlich 21.000 irgendwas Euro und dann wurden nochmal 15 Lizenzen gekauft. Die kosten 1.500 Euro, damit kommen insgesamt 22.900 Euro an jährlichen Kosten bei rum. Und davon hätte ich mir diese 9,5% sparen können, das sind diese 2.100 Euro. Das wird dann auch genau die Differenz zwischen der Summe der effektiven Lizenzkosten und den Lizenzkosten sein, die sich dort ergibt. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man da mit den Zahlen entsprechende Betrachtungen anstellt. Gut. Jetzt schaue ich mal, ob noch irgendwas hier ich zeigen wollte auf meine Zettel. Fragen gab es ja, soweit ich gesehen habe, noch keine im Chat. Sie können da gerne und munter schon Fragen stellen, wenn irgendwas unklar sein sollte. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, ja. Nö. Dann ist das eigentlich soweit abgeschlossen. Dann gehen wir mal zum nächsten Dashboard, das ich zeigen möchte. Und zwar sind das jetzt die Kosten für Lizenzkäufe, also das gleiche in grün sozusagen, nur in dem Fall für Käufe, die getätigt wurden und nicht mehr nur userbezogene Lizenzen, wo jetzt hier meine Windows-Server, SQL-Server, Office Pro Plus, Windows-Lizenzen oder sowas eine Rolle spielt. Vom Prinzip her wurde es genau gleich gemacht. Wir gehen da auch noch mal gerne rein. Hier spielt jetzt eben diese Anzahl der von dem Gerät verbrauchten Lizenzen eine Rolle. Hier sind wieder diese beiden Berechnungsformeln mit drin. Wenn wir da mal reingehen in die Kosten, sieht man, hier wird mal Consumed wieder gerechnet, in dem Fall aber nicht Annual Costs durch den anderen Wert geteilt, sondern der Purchase Price, den ich bei diesen Produkten hinterlegt habe. Und dann sieht man jetzt hier unten beispielsweise 15.100 Euro waren die Kosten dafür dieses Windows Server Produkt, 96 Lizenzen sind verfügbar, 80 werden nur verbraucht und dieses Gerät alleine verbraucht 8 Lizenzen und damit ergeben sich dann halt die Kosten für diesen Verbraucher auf 1.500 Euro und es gibt noch die effektiven Lizenzkosten, die dann dort höher sind. Jetzt sehe ich gerade eine Frage im Chat, ich muss den mal kurz öffnen, dass ich die auch sehe. Existiert ein Dashboard, in dem alle überlizenzierten Produkte aufgeführt sind? Also zeige mir alle überlizenzierten Produkte und deren Wert. Existiert nicht, aber könnte man relativ leicht erstellen, glaube ich. Also wir können mal schauen. Ich glaube, standardmäßig haben wir hier so ein Lizenzmanagement-Status-Dashboard, wo man sehen kann, okay, bin ich über- oder unterlizenziert, wo ich sehen könnte, okay, bei Microsoft gibt es ein paar Produkte, die unterlizenziert sind. Das ist hier nur der Microsoft 2016er Server in meinem Beispiel und dann sehe ich, was der da an Kosten verursacht, wenn ich unterlizenziert bin. In dem Diagramm hier, ihr könnt natürlich hier auch das aufs überlizenziert filtern und in dem Fall hier ist nur angezeigt, welche Kosten das verursacht. Ich könnte natürlich hier auch noch ein Diagramm mit reinbauen, das mir die Einsparpotenziale darstellt. Das ginge genauso, weil man das ja alles frei anpassen kann. Okay, ich gehe jetzt zurück zu
dem Dashboard, wo wir eben waren. Ich denke, ansonsten ist das relativ straightforward. Eine Sache ist hier vielleicht noch hervorzuheben, was die Abteilungsauswertung angeht, wie die geschehen ist und dass die vielleicht gar nicht so clever an der Stelle ist und vielleicht was anderes hier besser wäre. Und zwar ist da die Frage, wenn wir jetzt sehen, okay, hier gibt es irgendeine virtuelle Maschine, die verbraucht Lizenzen und die kosten Geld. Welcher Abteilung ist denn diese virtuelle Maschine in meiner Auswertung jetzt hier aktuell zugewiesen? In dem Fall sehe ich jetzt hier IT, Development, HR etc. Wenn wir da nochmal reingehen, hier sehe ich ja nur eine Vorschau, deswegen nicht alle Datensätze, ist es so, dass jeweils der Owner hergenommen wird. Wenn ich hier mal drauf gehe mit der Maus, dann sieht man dort, welches Feld mir genau angezeigt wird. Also vom Gerät, das der Verbraucher ist, dessen Benutzer, das ist der Owner, dessen User-Account, dessen Department wird verwendet. Das heißt, wenn jetzt eine virtuelle Maschine einem IT-Admin als Owner zugewiesen ist, dann wird aktuell in dieser Auswertung hier die IT-Abteilung die Kosten werden dieser IT-Abteilung zugerechnet. Ist vielleicht aber gar nicht unbedingt das Richtige, gerade bei diesen Infrastrukturthemen, dass man da den Owner hernimmt. Deswegen möchte ich das so als Denkanstoß mal mitgeben. Kommt immer darauf an, wie legt man die Kosten um. Nur weil der Admin vielleicht dafür zuständig ist, dass das Gerät funktioniert, heißt das ja nicht, dass ihm auch die Kosten vielleicht zugerechnet werden sollten, weil irgendeine Fachabteilung irgendeine bestimmte Software im Einsatz haben möchte und der Admin dafür den Server betreiben muss. Ja? Deswegen ist das eben etwas, was man dabei beachten sollte, dass diese Abteilung hier vielleicht nicht das beste Feld ist. Stattdessen fügen wir vielleicht lieber ein anderes Tortendiagramm ein und nehmen dann zum Beispiel vom Gerät sowas wie den Standort, an dem der steht und ziehen das hier als Argument hin. Und ich mache noch das Land oben drüber. Wenn ich hier zwei Argumente mit hinziehe und dann wieder meine effektiven Lizenzkosten als Wert nehme, dann hätte ich hier bei zwei Argumenten München, Deutschland, Neapel, Italien etc. stehen. Wenn ich hingegen hier den Drill Down aktiviere, habe ich die jeweiligen Länder stehen, kann dann per Doppelklick eine Ebene tiefer gehen und sehe, wie dort die Kosten entfallen. Also das mal so als Denkanstoß, ob ich vielleicht hier gar nicht dieses Abteilungsproperty an der Stelle so haben möchte oder diese Auswertung da so Sinn macht, sondern man vielleicht lieber einen anderen Wert für die Auswertungen nimmt. Genau. Wenn ich das so haben wollen würde, würde ich auch hier wieder mehrere Masterfilter aktivieren, dass wenn ich hier Österreich anklicke, dass sich das auch auf die anderen Diagramme dann entsprechend auswirkt. Ich gehe jetzt hier aber mit Abbrechen wieder raus. Gut, nächstes Dashboard oder letztes Dashboard, um genau zu sein, das ich vorbereitet habe, ist das Dashboard, das mir hier die künftigen Lizenzkosten einfach auf einem Zeitstrahl darstellt, wo man sieht, in welchem Monat wird denn da was fällig sein. Relativ hohe Kosten kommen auf mich im März 2027 zu. Da müssen diese ganzen Abos hier verlängert werden, in Summe 128.000 Euro. Auch da kann ich per Drill Down eine Ebene tiefer gehen und sehe hier, welche Kosten sind denn das, die hier auf mich zukommen werden. Da möchte ich einfach nur kurz erklären, falls Sie solche Dashboards dann noch anpassen oder selbst nachbauen wollen, wie das hier mit den Farben zustande kommt, dass hier die roten oder die hohen Balken rot sind. Das ist hier einfach als Regeln bearbeiten definiert. Hier ist hinterlegt, dass es so ein Gradient der Farbe abhängig von den Annual Costs geben soll. Und die besonders hohen werden hier halt rot dargestellt und die niedrigen werden grün dargestellt. Und das ist hier auf dieses Diagramm angewandt. Das vielleicht so zur Info. Gut, dann sehe ich, dass es noch eine Frage im Chat gibt, der widme ich mich gerne mal. Können sämtliche Listen via KI aufgrund von gespeicherten Rechnungen und Lieferscheinen generiert werden oder muss dies manuell zusammengefasst werden? Da ist jetzt die Frage, was Sie unter Listen in dem Fall verstehen. Also schlussendlich muss ich irgendwie erstmal in meine Datenbank die Informationen bekommen, welche Kosten von welchen Lizenzen verursacht werden und wie lange die laufen. Sowas kann ich händisch eintragen, sowas kann ich über unsere API irgendwie importieren oder über einen CSV-Import importieren, wenn diese Daten irgendwo vorliegen.
Was wir nicht haben aktuell wäre die Möglichkeit, dass Sie jetzt da einen Ordner mit lauter Rechnungen reinlegen und der KI sagen, hier bitte mal analysieren und alle daraus nehmen und dann entsprechende Lizenzen anlegen im Lizenzmanagement. Vielleicht war das die Frage oder ich habe das jetzt nur anders formuliert. Wenn das die Frage war, das geht aktuell nicht, aber kommt vielleicht noch irgendwann. Da war noch eine Frage, ob die neuen Dashboards in der neuesten Version automatisch vorhanden sind. Nein, denn die würden dann immer gleich Fehler anzeigen und das wollen wir nicht standardmäßig. Was würden die für einen Fehler anzeigen? Die würden zum Beispiel sagen, keine Eigenschaft Hardware-Product-Punkt Wiederbeschaffungswert gefunden oder keine Eigenschaft Software-Product-Punkt Software-Kategorie gefunden und dann zeigt das Ding mir erstmal nur einen Fehler an. Deswegen gibt es die Dashboards aber zum Download. Die können Sie sich downloaden. Den Link zeige ich oder schicke ich hier gleich noch in den Chat. Und dann ist es so, dass dort auch jeweils beschrieben steht, was sind die Voraussetzungen, damit das funktioniert. Eben zum Beispiel Wiederbeschaffungswert und Erneuerungszyklus als Eigenschaft angelegt. Dann zeigen die auch keinen Fehler mehr an, die Diagramme oder die Dashboards. Deswegen liefern wir die auch nicht standardmäßig mit, weil es aus unserer Sicht da so viele unterschiedliche Arten von Darstellung gibt. Jetzt der eine nennt das den Wert Wiederbeschaffungswert, der andere vergibt den einem anderen Namen und diese Dashboards, die gehen halt konkret auf den Namen der Eigenschaft, der dort definiert worden ist. Manche Leute leasen die Geräte vielleicht und kaufen die nicht. Deswegen tun wir uns da schwer, da so ein allgemein gültiges Set an Werten mitzuliefern, sondern deswegen gibt es die Dashboards einfach zum Download. Dann gibt es noch eine Frage, vielleicht habe ich es verpasst oder überhört, wo und wie erfolgt die Verknüpfung von per Inventory ermittelten installierter Software und den erworbenen Lizenzen. Nun, das geschieht im Lizenzmanagement. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendein Produkt mir anlege, dann hat das dort irgendeine Konfiguration, wo dann drin steht, wer sind denn die jeweiligen Verbraucher, wer verbraucht da welche Lizenzen oder ähnlichem. Wir können uns da mal ein einfaches Beispiel anschauen. Office Professional Plus, wenn ich das hier angelegt habe, dann wissen wir hier, das wird pro Gerät lizenziert und er zählt dann da in den jeweiligen Versionen, bei mir nur 2019er Verbraucher beispielsweise, schaut er, okay, welche Software würde der denn da alles zählen und dann würden diese Installationen hier zählen. Das ist also ein ganz, sag ich mal, normales Lizenzmanagement-Thema. Sie würden diese Produkte da entsprechend einfach anlegen. Man muss sagen, ich habe hier auch ein paar Sachen jetzt so konfiguriert, dass wir hier was sehen können. Wir selbst haben zum Beispiel gar nicht so viele Creative Cloud Pro Lizenzen im Abo oder ähnlichem, sondern ich habe da die Sachen ein bisschen angepasst, dass wir hier heute was zu sehen bekommen. Im Normalfall ist es so, bei Software, die per Inventarisierung gefunden werden kann, erkennt das Log Inventory das automatisch und schlägt jetzt dann hier im Wizard vor, dass man diese Produkte anlegt, hinzufügt zum Lizenzmanagement. Dann gibt es eben diese ganze klassische Cloud-Software, Adobe, Microsoft, Online-Sachen etc. Da haben wir ja Konnektoren zu, da können Sie online die Sachen auslesen. Welchen Nutzern wurden denn welche Lizenzen zugewiesen? Wie viele stehen denn in diesem Verwaltungsportal zur Verfügung? Und dann kann man diese Infos darüber auslesen. Dann stammt das also nicht aus der Inventarisierung der Windows-Geräte, dass jetzt ein Nutzer eine Adobe Creative Cloud Lizenz hat, sondern das stammt dann aus dem Auslesen der entsprechenden Online-Dienste. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich mir für heute vorgenommen habe, nämlich jetzt noch einen Report zu zeigen, der das Ganze eben zusammenfasst darstellt. Wir waren ja jetzt immer bei den bei den Dashboards. Jetzt gehen wir hier unten mal in die Reporte gleich rein, beziehungsweise ich zeige das erstmal an anderer Stelle, denn Reporte wendet man ja immer auf eine Auswahl an. Und zwar könnte ich jetzt hier einfach hingehen und habe einen neuen Report mir erstellt, der heißt Kosten pro Abteilung. Und wenn ich mir den mal erstellen lasse, dann sieht man da verschiedene Sachen. Wir zoomen mal ran. Ich gehe bewusst mal direkt auf die zweite Seite und wir kommen dann nochmal auf die erste Seite zurück. Und zwar ist es jetzt hier so, ich habe einen Report angewandt auf all meine User, die ich
in der Log Inventory Datenbank habe. Und dann wurde dieser Report gruppiert nach der Abteilung. Ich sehe dann jetzt, in der Development-Abteilung sind 51 Mitarbeiter drin. Hier unten tauchen die ganzen Mitarbeiter auf mit ihren schönen Namen, die dort alle stehen. Ja? Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel hier bei diesem Mitarbeiter erstens, welche Geräte sind dem Nutzer zugeordnet. Der hat jetzt hier nur ein Gerät zugeordnet, ein HP EliteBook. Das hat einen Wiederbeschaffungswert, eigene Eigenschaft, von 950 € und eine Laufzeit von 4 Jahren. Und die Werte habe ich durcheinander geteilt und dann kommt da ein kalkulatorischer Wert bei rum, was das pro Jahr kostet. 237,50 €. Dem Nutzer wurden weiterhin diverse Lizenzen noch zugewiesen. Microsoft 365, Creative Cloud, InCopy, InDesign, Visual Studio Enterprise. Und damit kommt er auf jährliche Softwarekosten von 3.100,40 € plus jährliche Hardwarekosten, die viel geringer sind bei dem Nutzer jetzt hier von 237,50 €. Und damit verursacht dieser Nutzer jetzt 3.300 irgendwas Euro im Jahr an Kosten. Und so haben wir das hier je Nutzer. Man sieht, bei mir haben die meisten Nutzer relativ wenige und dann auch noch relativ günstige Geräte. Das liegt aber an meiner Datenbank, nicht in der Berechnung dieses Reports. Ja. Und relativ viele Lizenzen haben die, deswegen sind da die Lizenzkosten hier einfach viel, viel höher als die Hardwarekosten. Ja. Und deswegen ergibt sich dann hier eben eine Gesamtsumme je Abteilung, wo ich sehen kann, insgesamt verursachen die hier 129.000 € jährliche Softwarekosten plus 3.400 € jährliche Hardwarekosten, macht insgesamt 132.000 €. Durchschnittliche Hardwarekosten pro Mitarbeiter, einfach dieser Wert geteilt durch 51, ergibt das hier und das Ganze dann hier auch. Und so kann ich natürlich auch zu meinen jeweiligen anderen Abteilungen mal zoomen oder scrollen, besser gesagt. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel hier gerade die HR-Abteilung. Auch da zoome ich nun mal noch ein bisschen ran, wo man dann sieht, wie dort die Kostenverteilung wäre. Und das wird dann über alle Abteilungen aufsummiert und damit ergibt sich hier dieser Bericht, wo ich Gesamtkosten habe für all meine 200 Mitarbeiter, was die durchschnittlich an Hardware und Software kosten, wie sich das zusammensetzt und was das so Gesamtkosten pro Jahr sind. In dem Fall also nur, was kostet die Hardware plus was kosten die Lizenzen, bei denen die Nutzer die Verbraucher sind, gruppiert nach der Abteilung und insgesamt aufsummiert. Ja, und das könnte ich natürlich dann entsprechend so nutzen oder ich könnte jetzt sagen, ich will jetzt das gar nicht auf alle angewandt haben. Wenn ich hier nur diese paar Nutzer auswähle, dann taucht jetzt halt der Bericht hier auf und hat jetzt hier entsprechend weniger Infos drin. Ja, und dann sehe ich hier in der Sales-Abteilung gibt es nur diese eine Nutzerin und ja, so kann man das also einstellen, was da alles mit aufgenommen werden soll in die entsprechenden Summierungen. Jetzt möchte ich kurz den Report noch zeigen, dass Sie sich auch vorstellen können, wie das Ganze funktioniert. Den habe ich bei Reportvorlagen Webinar Kosten pro Abteilung abgelegt und hier ist der drin. Der ist eigentlich, wenn man da mal zoomt, relativ kurz und klein. Man musste gar nicht so viel konfigurieren. Sie sehen ja, das ist alles, was wir jetzt hier hinterlegt haben. Wenn wir da mal ranzoomen, dann gibt es hier einerseits diese Titelseite, Zusammenfassungszeugs und dann die eigentlichen Sachen geschehen hier, nämlich dass je Nutzer die Owned Hardware Assets da verschiedene Sachen gemacht werden, der Name hingeschrieben wird, Wiederbeschaffungswert, die Werte durcheinander geteilt und dann hier die Summe gebildet. Das schauen wir uns vielleicht mal an, diesen Ausdruck. Und zwar wird Wiederbeschaffungswert geteilt durch Erneuerungszyklus gerechnet und hier vorne steht dann Sum, das ist die Syntax hier davor. Das kommt automatisch, wenn ich da so einen Wert auswähle und dann sage, es soll eine Summe je Gruppe gemacht werden, dann kommt da automatisch hier Sum hin, das ist da einfach die Syntax in dem Fall und dann rechnet der mir das hier zusammen. Genauso ist es hier bei den Hardware-Produkten, nur der Name wird dargestellt, hier die Kosten, das ist einfach nur der Wert und dann auch das hier wieder aufsummiert. Die Annual Costs, in dem Fall hier durch die Available, das sind also nicht die effektiven Kosten, sondern die Kosten, also geteilt durch die Anzahl, also ein Nutzer muss nicht zahlen für Lizenzen, die nicht zugewiesen wurden, quasi. Ja.
dann wird das hier aufsummiert. Dann hätten wir hier also diese Zwischensummenwerte. Hier an der Stelle lassen wir uns die Gesamtsumme je Nutzer anzeigen. Da gehe ich auch nur mal kurz in die Formel rein. Die schaut jetzt auf den ersten Blick deutlich umfangreicher aus, ist sie aber eigentlich gar nicht. Und zwar sieht man auch hier einfach, wird Wiederbeschaffungswert geteilt durch Erneuerungszyklus. Hier ist das Geteiltzeichen. Und hier gibt es jetzt noch eine Funktion außenrum, nämlich dieses is_null und dann die Zahl 0, damit hier sauber gerechnet werden kann, falls ein Nutzer nur Lizenzkosten hat oder nur Hardwarekosten, dann wäre der andere Wert ein Null-Wert bei der Berechnung. Dann wird das hier ersetzt. Wenn das ein Null-Wert ist, dann wird stattdessen die Zahl 0 genommen. Nur dann kann hier sauber die Summe gebildet werden. Und genauso ist es hier unten bei den Kosten. Jährliche Kosten geteilt durch verfügbare Lizenzen mal genommen mit der Anzahl, die verbraucht werden, ergibt dann dort die Summe. Und dann wird das Ganze hier aufsummiert und hier auch die Gesamtsumme gebildet, wo es dann hier einfach drin steht, dass hier die Summe über den Bericht gebildet wird und nicht mehr über die Gruppe gebildet wird. Ja, das ist die ganze Magie, die hier dabei ist. Könnten Sie natürlich dann erweitern, noch andere Kostenpunkte damit aufnehmen, wenn Sie dann noch weitere Kosten haben, die umgelegt werden sollen auf die Nutzer oder ähnlichen. Gut, damit wäre ich mit den Themen durch, die ich heute zeigen wollte. Jetzt schicke ich erstmal, wie versprochen, hier in den Chat den Link, wo Sie die Sachen downloaden können. Da muss ich mir den erstmal kurz raussuchen. Moment, das ist dieser Link hier. Da können Sie drauf zugreifen. Wir können den auch gerne mal öffnen, den Link, dass Sie das mal sehen, wie das ausschaut. Nicht jeder kennt sich ja mit GitHub immer so super aus. Schlussendlich führt der Link hier auf die Seite, wo Sie ein paar Infos finden. Ich könnte hier dann in den Dashboards-Ordner reingehen, in das Investitionsbedarf-Dashboard. Dann sehe ich hier, was sind die Voraussetzungen, damit dieses Dashboard keinen Fehler anzeigt. Ich könnte dann hier entweder auf das Dashboard gehen und dann hier über die 3 Punkte Download, dann würde ich eben dieses Dashboard mir nur downloaden, kann das über einen Rechtsklick dann importieren ins Log Inventory. Oder wenn ich einfach alles runterladen möchte, dann können Sie hier oben, wenn Sie auf der Root-Seite sind, über Code Download ZIP gehen. Dann finden Sie dort einfach ein ZIP, in dem all die Dinger drin sind und können das alles importieren, was dort hinterlegt wurde. Da ist übrigens auch das Dashboard, was beim letzten Webinar erzeugt wurde, mit drin. Hier jetzt eben auch die Dashboards und Dokumente vom heutigen Webinar. Okay, jetzt wäre dann noch die Zeit, weitere Fragen zu stellen. Falls ich noch irgendwas genauer zeigen soll, noch genauer erklären soll, Sie noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Dashboards haben oder die ein oder andere Sache da jetzt vielleicht zu schnell ging, sagen Sie gerne einfach Bescheid. Dann könnten wir uns jetzt diesen Fragen noch widmen. Deswegen gebe ich Ihnen da kurz ein paar Fragen zu stellen. Während Sie die jetzt tippen, zeige ich vielleicht noch kurz eine andere Sache, die Sie nämlich auch zum Download finden werden. Ist noch dieser Report hier, der mir einfach jährliche Lizenzkosten je Kategorie darstellt, wo wir dann hier die jeweiligen Kategorien mit drin haben. Und dann sieht man jetzt zum Beispiel bei der Standardsoftware wird hier errechnet, was sind die jährlichen Kosten, was kostet das und das zusammengefasst nach der Kategorie und hier noch ein Diagramm mit drin. Voraussetzung auch da eben, dass diese Software-Kategorie-Eigenschaft existiert. Okay, dann kommt hier eine Frage, können sowohl Hardware als auch Lizenzkosten in einem gemeinsamen Dashboard angezeigt werden? Leider nein. Deswegen mussten wir da auf den Report ausweichen, weil dort hatten Sie ja gesehen, da habe ich gesagt, okay, ich summiere einfach 2 irgendwie berechnete Sachen. Und das geht nicht aggregiert in Dashboards. Deswegen, ich kann ein Dashboard erstellen, das zeigt mir Lizenzkosten an. Ich kann ein Dashboard erstellen, das mir Hardwarekosten anzeigt. Aber ich kann kein Dashboard erstellen, das die gesammelt anzeigt, weil dort von den Relationen, die existieren, das nicht so verheiratet werden kann, dass dann da auch die Filterungen funktionieren würden, sondern dazu gibt es dann 2 eigene Dashboards. Je nachdem, wie man es nutzen möchte, kann also die Dashboards ganz praktisch sein, kann man ja im Web nutzen, dann auch Sachen exportieren, wenn man da was raushaben möchte, oder dann halt, wenn man es wirklich gemeinsam haben möchte, dann nur in der Report-Form.
Dann gibt es eine Frage, diese Reports können zeitlich automatisiert an bestimmte Mail-Empfänger gesendet werden. Richtig, ja, das ist richtig. Können wir gerne mal machen oder kurz zeigen, wie das gehen würde. Reporte automatisiere ich nicht, indem ich hier auf dem Report, der Report-Vorlage irgendwie eine Task definieren würde, sondern Reporte wende ich ja immer auf eine Menge an. Zum Beispiel auf meine Menge all meiner Benutzer, und in dem Fall wäre das dann zum Beispiel hier der Benutzerknoten. Hier könnte ich jetzt eine Task draufsetzen, über das Pluszeichen sagen, eine neue Aktion soll ausgeführt werden, es soll eine E-Mail versendet werden. Und hier unten könnte ich dann auswählen, welcher Report denn in den Anhang gepackt werden soll. Also in dem Fall Kosten pro Abteilung. Dann schreibe ich da rein, an wen soll das geschickt werden, etc. Was soll noch der Nachrichteninhalt, Betreff sein. Lege hier meinen Zeitplan fest und dann würde dieser Report automatisiert verschickt werden. Und dann würde das so geschehen. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, ich will gar nicht alle in so einem Report drin haben, sondern ich mache mir erst einen eigenen Knoten, in dem sind nur die Nutzer aus der Development-Abteilung beispielsweise. Und dann mache ich auf diesen Development-Nutzerknoten diesen Report, dann würde der eben nur die Development-User enthalten und vielleicht an den Development-Chef geschickt werden, der dann diese Info bekommt. Ich persönlich würde dann die Reportvorlage noch anpassen, weil dann braucht man nicht die Zusammenfassung auf erster Seite, die abteilungsübergreifend ist, weil da wird genau das gleiche stehen wie auf der zweiten Seite, wo die erste Abteilung anfängt, wenn der Bericht nur eine Abteilung enthält. Aber deswegen kann man das ja alles dann frei anpassen. Okay, falls es noch weitere Fragen gibt, dann wäre jetzt quasi die letzte Chance, diese zu stellen. Ansonsten wären wir von der Zeit her durch. Wie gesagt, Aufzeichnungen gibt es dann vermutlich nächste Woche im Nachgang bei YouTube, wo Sie das alles nochmal nachvollziehen können. Unter dem Link können Sie die Dashboards downloaden und ich ermutige Sie auch, gerne eigene Dashboards anzulegen und hinzuzufügen und die auch dort hochzuladen. Wenn Sie sich dabei was gedacht haben, dann wird das vielleicht für andere Nutzer auch hilfreich sein. Da gab es eben den Wunsch, ob wir nicht mal so eine Plattform schaffen können, um solche Reporte, Dashboards, Dokumente untereinander auszutauschen. Die haben wir jetzt hiermit geschaffen und hoffen natürlich, dass das dann von Ihrer Seite auch genutzt werden wird. Also, dass Sie auch dort einfach Ihre Dashboards zur Verfügung stellen, falls es da oder Reporte und Abfragen, falls es da irgendwelche Probleme oder Fragen gibt, wie man da was genau hochlädt, wie man das macht, dann einfach gerne Bescheid geben, dann unterstützen wir Sie. Und das gilt natürlich auch generell, wenn es jetzt hier noch irgendwelche Fragen im Nachgang gibt, nutzen Sie gerne unseren Support oder wenn Sie sagen, ich möchte, dass hier irgendwelche Dashboards für mich eingerichtet werden nach Ihren Bedürfnissen, dann können wir das gerne über unser Consulting machen. Da einfach gerne Bescheid geben, dann vereinbaren wir da Termine und richten Sachen für Sie passend ein. Gut, damit habe ich, glaube ich, eine Punktlandung geschafft mit den 60 Minuten bis 11:30 Uhr. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben das ein oder andere dazugelernt und können die Dashboards jetzt dann fleißig nutzen, um in Zukunft da auch IT-kostenmäßig die ein oder andere Auswertung machen zu können. Ja, dann nochmal danke für Ihr Interesse und eine schöne Restwoche.